sich bestimmt auch mit der Zeit. Diese Sammlung an Stickern hat sich bei mir über die Jahre angesammelt und viele davon habe ich von Freunden geschenkt bekommen. Ganz viele habe ich aber auch auf Demos und auf dem CSD und so bekommen. Und ich glaube, 2 habe ich mir selbst gekauft. Genug gequatscht, let's get into it. So, ich habe mal die Perspektive geändert, damit ihr die ganzen Sticker besser sehen könnt. Und dann können wir auch eigentlich schon anfangen. Ich denke, ich gehe die Sticker einen nach dem anderen durch und sortiere sie dann in Ja, Nein und vielleicht Stapel, damit ich dann eine Vorauswahl für den Laptop habe. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe viel zu wenige Sticker. Aber ich glaube, jetzt habe ich zu viele, die passen gar nicht alle drauf. Wir machen den Nein-Stapel links, also so da. Und den vielleicht Stapel in der Mitte, so da. Und den Ja-Stapel hier rechts. Den ersten Sticker habt ihr vielleicht schon in meinem Berlin-Haul gesehen. Der war von diesem schönen Flohmarkt. Ich mag den sehr gerne und finde auch die Message super wichtig. Black Lives Matter. Deshalb stehe ich gerade ein bisschen zwischen Ja und vielleicht Stapel. Ich habe nämlich noch einen, der so ähnlich ist und ich weiß nicht, welchen ich lieber benutzen möchte. Also kommt erst noch vielleicht. Der ist auch von dem Flohmarkt. Und wir haben hier Kiki von Kikis Delivery Service mit ihrer Katze. Der ist super süß und kommt auf jeden Fall auf meinen Laptop. Meine Finger sehen aus der Perspektive super kurz und wurstig aus, es ist furchtbar. Also ich habe generell keine langen Finger. Aber so schlimm ist es in echt, glaube ich, nicht. Dann haben wir den hier. Ich glaube, das ist einer meiner Lieblingssticker. Der ist einfach super knuffig. Und den habe ich über Sticker Mule bestellt. Die hatten ein Angebot, dass man 10 Sticker für 1 Euro bestellen konnte. Und dann habe ich das direkt mal benutzt. Ich verlinke den Künstler, der das gemalt hat, in der Infobox. Ich weiß, dass es so schlecht ist, nicht direkt vom Künstler zu kaufen. Aber ich habe extra nachgeguckt und er hat keine Sticker angeboten. Und ich finde, das ist das perfekte Motiv. Pup.
Also kommt ihr auf jeden Fall hier hin. System change, not climate change. Ich stimme diesem Sticker auf jeden Fall zu. Allerdings ist das Design schon ein bisschen langweilig. Deshalb weiß ich noch nicht, ob er 100% auf den Ja-Stapel kommt oder ob ich einen besseren mit einer ähnlichen Message habe. Außerdem bin ich kein Fan von jedwelcher Parteipropaganda auf meinem Laptop. Ganz egal, ob ich die Partei mag oder nicht. Hier haben wir ein paar unhöfliche Enten. Die sind wirklich cute. Und ich werde auf jeden Fall ein oder zwei auf den Laptop kleben, aber ich weiß noch nicht genau welche. Wir haben hier einmal Get Ducked, Duck Off, Oh Duck und Duck You. Welche mögt ihr am liebsten? Ich glaube, ich mag Oh Duck sehr gern. Das ist nicht ganz so aggressiv. Und Duck You, weil das mit dem Messer sehr knuffig aussieht. What do you have there? A knife. Ich muss sagen, ich liebe das Design von dem Sticker. Oink, 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 the sound of the police. Police. Das ist ja schon lustig, aber ich glaube nicht, dass ich ihn mir auf den Laptop kleben will. Weil obwohl bei der Polizei im System einiges falsch läuft, bin ich trotzdem froh, dass es sie gibt und will nicht alle Polizisten über einen Kamm scheren, weil es gibt da ja auch genug gute. Aber vielleicht verschenke ich ihn weiter an jemanden, der da noch eine extremere Einstellung hat als ich. Also ich denke, das ist, obwohl er wirklich cool ist, unser erster Anwärter für den Nein-Stapel. Feminismus oder Schlägerei. Das ist mir erneut ein bisschen zu aggressiv.
Die Zeiten gendern sich mit dem Sternchen. Das ist ja immer noch ein bisschen kontrovers, aber ich persönlich finde Gendern gut, weil du mit sehr, sehr wenig Aufwand einfach ein Stückchen inklusiver sein kannst und weil die Sprache im Laufe der Zeit auch unterbewusst die Denkweise ändert. Ich denke, man muss es nicht übertreiben. Manche Sachen klingen einfach ein bisschen kompliziert. Aber ein Gender-Sternchen zu benutzen und Pronomen zu respektieren, ist jetzt wirklich keine große Sache. Das kommt auf den Vielleicht-Stapel. Hambacher Forst bleibt. Das habe ich von einer Freundin bekommen, die da aktiv ist bzw. war. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht. Und die da auch länger Zeit verbracht hat. Und ich finde das eine tolle Sache. Aber da ich persönlich da nie so involviert war, werde ich mir das auch nicht auf den Laptop machen. Mit dem genauso. Obwohl ich den Stil davon wirklich gerne mag. Dieses schwarz-weiß Comichafte mit der Fledermaus, mit dem Molotow-Cocktail. Ich glaube, es ist ein Molotow-Cocktail. Ich hoffe, das Video wird nicht demonetisiert wegen so Wörtern. Hambi bleibt. Beach, please. Auch hier wieder ein Sticker zum Umweltschutz von der Grünen Jugend. Ein wichtiges Anliegen, aber ich glaube, ich habe Sticker, die mir dann noch besser gefallen. Alpha One Forever Young. Der Sticker fällt ein bisschen aus den anderen raus. Den habe ich auf einem Jahrmarkt bekommen. Von einem Fahrgeschäft. Das war so ähnlich wie ein Riesenrad. Aber es ist zunächst parallel zum Boden gefahren und hat sich gedreht und da bist du stehend eingestiegen. Und danach hat es sich in die Vertikale gedreht. Das heißt, du warst dann selbst parallel zum Boden und wurdest durch die Fliehkräfte hinten in die Lehne gedrückt und konntest kaum deine Füße heben. Ich bin das mit meiner ehemals besten Freundin gefahren und wir hatten ganz schön Respekt davor. Aber es war so cool. Und das sind einfach sehr positive Erinnerungen
Let's get one thing straight. I'm not. Sehr cooler Sticker. Und es stimmt. Da kann ich vielleicht in einem anderen Video nochmal mehr drüber reden, was so meine Entwicklung mit meiner Sexualität und romantischen Identität war und so. Und wo ich da jetzt stehe, weil ganz sicher bin ich mir immer noch nicht. Aber ich glaube, ich habe schönere Regenbogensticker. Das heißt, der geht vermutlich auf den Nein-Stapel, obwohl er cool ist. Ich habe das Gefühl, ich sage das Gleiche bei allen Stickern, aber sie sind einfach alle cool. Fight sexism and homophobia. Und wir haben Schneewittchen mit einem Maschinengewehr. Ich glaube, das ist ein Maschinengewehr. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich mag den Spruch. Aber er ist mir wieder ein wenig zu aggressiv. Gewehre sind nicht die Antwort, denke ich. Niemand, der arbeiten geht, sollte wohnungslos sein. Niemand sollte wohnungslos sein. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Und das ist auch in Deutschland ein Problem. Man denkt ja oft, dass so soziale Probleme irgendwie weiter weg liegen. Aber da kann man sich mal an die eigene Nase greifen. Da gibt es nämlich vor der eigenen Haustür schon genug. Batman. Dazu habe ich eigentlich das Gleiche zu sagen wie zu dem grünen Climate Change Sticker. Sehr wichtig, auch die intersektionale Solidarität. Kann man auch sehr gut bei Demos rufen. Aber ich weiß nicht, ob mich das Design überzeugt. Bei dem hingegen liebe ich das Design. Der ist sehr hübsch. Allerdings ist er auch sehr, sehr groß. Ich glaube, wenn ich den auf meinen Laptop gebe, ist halt ein Viertel der Fläche schon zu. Ain't no border high enough. Migration is human right. No papers, no fear. Und da haben wir einen Stacheldrahtzaun und die wunderschönen Monarchschmetterlinge, die darüber fliegen. Bei denen das Auswandern unabhängig von Grenzen zu ihrem natürlichen Lebenszyklus gehört. Finde ich ein sehr schönes Motiv dafür. Ein Klassiker.
und ich bin kein Fan. Ich finde es wichtig, sich dagegen zu positionieren. Allerdings bin ich auch kein Anhänger dieser Dagegen-Mentalität. Ich finde es besser, sich für Sachen einzusetzen, als immer nur dagegen zu sein. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass sich Leute offen gegen Rechte positionieren und allgemein gegen Meinungen, die, nicht so menschenrechtsfreundlich sind. Ich war auch schon auf genügend Anti-Nazi-Demos. Also kommt das mal in die Mitte, denke ich. Oh. Wir bleiben beim Thema. Liebe so, dass die AfD etwas dagegen hätte. Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Auch der kommt in die Mitte. Never forget. Das ist der, bei dem ich meinte, der so ähnlich wie der Black Lives Matter Sticker ist. Aber jetzt, wo ich es mir angucke, denke ich, kann man die auch beide drauf machen. Und ich finde den wirklich schön. Also kommt auf den Ja-Stab. Ich habe die bisherigen Regenbogensticker abgewiesen, weil ich wusste, dass ich den hatte. Und der mir sowohl vom Regenbogen als auch von der Message am besten gefällt. Liebe doch, wen du willst. Ich habe, glaube ich, auch noch ein dazu passendes Regenbogenherz vom diesjährigen CSD. Aber das ist in meiner Handyhülle. Das muss ich mal rausholen. My body, my choice. Das ist überall wichtig, aber gerade im Licht von den aktuell in Amerika eingeschränkten Reproduktionsrechten ist es wichtiger denn je. Und My Body, My Choice bezieht sich ja nicht nur auf Abtreibung und dergleichen, sondern auf alles.
sehr süßer, eingerollter Fuchs. Ich mag Füchse sehr gern und fühle mich ihnen auch so ein bisschen verbunden, vermutlich wegen meinen roten Haaren. Fuchs ist sogar ein Spitzname von mir. Er wurde nur von einer Person verwendet, aber ich mochte das immer sehr gerne. Wir alle für eine offene Gesellschaft. Ich auch. Das ist vom Tollwood Festival in München. Das war super schön. Refugees, welcome. Bring your families. Der kommt auf den Vielleicht-Stapel, weil ich entweder den nehme oder den mit den Schmetterlingen. Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. Hier haben wir ein Zitat von Angela Davis. I can't imagine a feminism that is not anti-racist. Ich liebe diesen Sticker. Wir haben hier einmal Crush Patriarchy und ein Skateboard T-Rex. Das Neongrün wäre nicht meine persönliche Wahl gewesen, aber sie ist eine feministische Ikone. Deshalb finden wir das gut. Sie kann das tragen. Noch ein Regenbogensticker. Homophobie ist heilbar. Ich weiß, was Sie damit aussagen wollen, aber ich finde es nicht gut, diese Rhetorik zu unterstützen, dass Homophobie wie eine echte Krankheit ist, für die die Person nichts kann und die von außen irgendwie geheilt werden kann. Arschloch sein ist nämlich durchaus die eigene Schuld. Und es kann sich nur durch eine innere Veränderung am Mindset ändern. Auch wenn von außen natürlich Reflexe gegeben werden können, kann man einer Person nicht in den Kopf gucken und da die Zahnräder verstellen. Hier haben wir den Cocktail of Oppression. Auch eine sehr schöne Grafik, finde ich. Nationalism, Police, Law and Order, Obligatory Work, Borders, Patriarchy. Dieser Sticker war ein Geschenk. Und wir haben einen schwarzen Wolf, der in einem roten Band verfangen ist. Wölfe gehören schon
besonders gut ist. Aber es ist visuell ansprechender. Ich will die Erde nicht brennen sehen, es ist nur eine bessere Designwahl. Queer and here, loud and proud. Mit der Regenbogenflagge. Aber ich bleibe, denke ich, bei dem einen Regenbogensticker. Und das ist der letzte. Der ist auch von der Hambacher Forst bleibt Bewegung. Aber er ist etwas allgemeiner. Stoppt Braunkohle. So, und jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir die alle auf meinem Laptop unterkriegen. Sollen wir mal durchzählen? Wir haben auf dem Vielleicht-Stapel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und auf dem Jahrstapel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die passen auf jeden Fall nicht alle auf meinen Laptop. Da müssen wir also im Vielleicht-Stapel noch ein bisschen aussortieren. So, das ist unsere weiße Leinwand, die wir gleich mit allen Farben des Regenbogens bemalen bzw. bestickern wollen. Es ist eine relativ große Fläche, die wir hier zu schmücken haben. Und im Idealfall würde ich gerne den kompletten Laptop bekleben, sodass nichts mehr von der Originalfarbe übrig bleibt. Aber wir werden sehen, wie weit wir kommen. Es sind schon ein paar Kratzer drauf. Das heißt, es bietet sich noch besser an, ihn zu bekleben. Nicht, dass mich das stören würde, aber es sieht einfach viel cooler und individueller aus, wenn er beklebt ist. Ich mag das bei anderen Leuten auch immer gern, wenn man schon äußerlich so ein kleines Stückchen der Persönlichkeit sehen kann. Ich habe mir sogar extra für dieses Video einen Adapter gekauft, weil mir beim Filmen aufgefallen ist, dass mein Mikrofon ja mit meinem Laptop verbunden ist und ich den irgendwie zumachen muss, wenn ich ihn mit Stickern beklebe. Dementsprechend kann ich nicht das Audio darauf aufnehmen.
ich erstmal herausfinden muss, was überhaupt unten ist und dann auch nichts Wichtiges überdecken möchte. Ich sehe gerade, das habe ich schon, aber da muss ich noch mal ein paar Sachen rumrutschen. Eieieiei, das ist schwieriger als ich dachte. Ich persönlich finde es aber immer sehr schön, wenn man sich ein Bild oder in diesem Fall eben diesen Laptop anguckt und nicht auf den ersten Blick alles sieht, sondern länger drauf gucken kann. Bisschen wie bei einem Wimmelbild und immer etwas Neues findet. Okay, lass uns das Kleben beginnen. Anspruch an mich selbst und lasse mich davon auch